Schön, dass ihr da seid, Freunde. Heute gehen wir mal rein in die Top 10 besten Parfumo-Düfte, Unisex-Düfte des letzten Monats. Genau. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich da ein Fenster aufhabe. Das ist auf jeden Fall Platz 10 und wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Star aus Hamburg. Ja, Grand Soir von MFK auf Platz 10. Immer noch. Ja, 'n sehr, extrem, schon stabil süßer Duft. Aber ganz ehrlich, jedenfalls in Hamburg, braucht man oder kann man solche Düfte aktuell tragen, die so schwer sind, weil 9 Grad, 10 Grad und Regen. Natürlich wird es in München, habe ich gesehen, 'n bisschen anders aussehen, aber es ist auch noch nicht wirklich der also Frühling, ja, aber es ist kalt einfach, ne? Und aber trotzdem natürlich ein Meisterwerk, würde ich mal sagen, von MFK. Ihr könnt sehen mit Vanille, Tonkabohne und so weiter, Lavendel. Das ist schon 'n stabiles Teil. Der wurde oft kopiert, aber dann doch nicht erreicht, würde ich fast so behaupten. Schönes Teil und Platz 10. Hat mich 'n bisschen gewundert, dass das aktuell tatsächlich noch, ja, dabei ist. So, hier, das ist auf jeden Fall Platz 9, Second Bond. Und ich finde, dieser Duft, der erinnert mich so 'n bisschen an ja, an die Jugend. Ich weiß nicht, was früher so gerochen hat. Ich bin auch bis heute nicht drauf gekommen. Ich habe den Duft ja schon vorgestellt, da wo er rausgekommen ist, 2024. Und ich muss, sagen, irgendwas ist da drin, was mich an früher erinnert, wo ich noch Lütt war. Himbeere, Mandarine, Bergamotte. Lasst euch bitte nicht von der Himbeere jetzt so 'n bisschen erschrecken, dass ihr denkt: „Oh mein Gott, schon wieder Tuscan Leather und sowas in der Art." Nein, auch wenn hier Karamell, Safran, Vanille, wie ihr sehen könnt, Rose, Jasmin dabei ist, habt keine Angst. Der hat verspielte Süße, wie gesagt, so 'n bisschen aus den 80ern, 90ern, aber ich meine damit nicht oldschool, sondern irgendwas, was mich so erinnert an diesen Duft. Sehr nice auf Platz 9. Hätte ich übrigens auch nicht gedacht, dass dieser Duft dabei ist. So, jetzt kommen wir zu Platz 8, Pacific Chill von Louis, Alter, von Louis Vuitton. Ja, stabiler Duft. Ich muss sagen, hier gleich mal vorweg, die Haltbarkeit 6,8 und, finde ich ein bisschen stärker. Auch die Thiage, der ist schon also, ich würde dem die 7,5 geben. Schöne Aprikose mit Pfefferminze, Feige, Aprikose, ne? Orange, Zitrone, einfach ein fruchtiger, ja, Pacific Chill. Das ist der Name ist eigentlich gut getroffen und ich finde auf Platz 8 aktuell ich denke mal, der wird noch ein bisschen hochgehen. Vielleicht werden wir mal 'n bisschen nachgucken, wenn ich das nicht vergesse. Er wird da definitiv hochgehen und ich finde einfach die Dattel übrigens da drin macht so 'n bisschen mit der Johannisbeere, die ich fast eigentlich mehr rausrieche. Ja, macht es 'n bisschen süß, aber es ist trotzdem 'n sehr schöner, Sommerduft. So, und jetzt kommen wir zu Platz 7, London von Vivian. Ja, also Vivian London, besser gesagt, stabil. Und zu dieser Jahreszeit, sage ich mal aber wie gesagt, das ist von letzten Monat und wie gesagt, das Wetter ist jetzt insgesamt in Deutschland noch nicht grade warm und deswegen ist natürlich Vivian London mit den Oud, mit der, ja, sage ich mal, mit den Veilchen, mit der Himbeere natürlich und den Maiglöckchen, so 'n bisschen Tuscan Leather, aber das verbesserte Tuscan Leather, wie ich ja immer sage, ihr wisst das, Tuscan Leather ist 'n bisschen harscher, aber schon nice. Aber der Video in London powert das eigentlich noch weg und ihr könnt sehen, 9,0 bei fast 4.000 Bewertungen. Egal welche Version, da gibt's jetzt so viele Versionen. Dieser Duft ist schon sehr gut und ja, passt also. Dann kommen wir zu Platz 6 und dann haben wir den nächsten Louis. Afternoon Swim. Ja, der kommt mir ein bisschen zu früh, aber kann man machen. Aber das ist einfach ein ja, wenn ihr fast wirklich im Urlaub seid, nachts und dann in Pool badet, wenn es noch warm ist, so fast 28 Grad warm, schwülwarm, irgendwie so, passt dieser Duft. Und deswegen, ja, ist jetzt ein bisschen hier in Deutschland ein bisschen schwer, den zu tragen. Meines Erachtens Mandarine, schön klar, Bergamotte, Orange, ihr könnt das sehen, Amber und Ingwer. Die Haltbarkeit, ja, kann ich so unterschreiben. Ist natürlich nicht der stärkste, aber das ist auch, sage ich mal, Tagesform. Aber wir kommen immer doch drauf zurück, dass Louis Vuitton schöne Teile macht und einfach die, sage ich mal, die Grund-DNA oder die Louis Vuitton-DNA ist einfach einmalig. Auch hier gibt es natürlich günstige Alternativen, aber, was den Afternoon Swim bis jetzt habe ich da keinen, wo ich sage, da kommt einer so ran. Beim Pacific Shield ja, aber beim Afternoon Swim nicht unbedingt. Aber darum geht's jetzt nicht. Afternoon Swim ist auf jeden Fall schon mal dabei. So, Platz 5, ja, Bois Imperial. Das ist natürlich ein Duft.
Ja, ich sage mal, wenn ihr an einer Wäschefabrik vorbeikommt und die Tür da aufsteht, dann kommt da eine Hitze raus, aber eine trockene, saubere, fast schon, eigentlich sagt es schon trockene, richtige Hitze. Und so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Den bekommt ihr für nicht teures Geld und die Bewertung könnte fast höher sein. Und, das ist alles, was hier drin ist, hier Ambroxan und Basilikum, bla bla bla. Ja, es ist für mich einfach ein sehr, sehr frischer, stickiger Duft, das ist aber positiv gemeint. Die Haltbarkeit, die ihr hier seht können und auch die Serge würde ich fast noch höher schrauben, weil dieser Duft ist brutal stark. Und, also bei mir jedenfalls, aber Preis-Leistung auch hier stimmt wirklich. Ist einer der besten Preis-Leistungsdüfte im Nischenbereich, ist, glaube ich, Nische, ne? Ja, und, wenn alle mal das so handhaben würden wie bei diesem Duft, das ist genial. Den solltet ihr unbedingt testen, wenn ihr den noch nicht kennen solltet. So, Platz 4, For die Nots hier. Ja, das ist ein Duft, den muss man wirklich mögen. Da habe ich mir schon gehört: „Oh, ich kann den nicht ab.“ Dann sagen andere: „Ich liebe den.“ Ihr habt natürlich was Warmes, Verspieltes und eine süße Note. Sorry, so 'ne, ich würde nicht sagen Strandsüßnote. Vielleicht ja, vielleicht nein. Dieser Duft, finde ich, ist persönlich, hier sind nicht mal, Inhaltsstoffe, wie ich grad sehe. Sorry. Der ist, ja, hier steht süß, holzig, ja, er ist aquatisch, bisschen, also, es kommt schon sehr nice rüber. Ich habe aber auch nicht immer Bock, diesen Duft zu tragen. Ich habe ihn lange nicht getragen. Manchmal überlege ich mir, den auch wieder abzugeben. Weiß ich noch nicht, weil ich habe auch so einen, sage ich mal, ja, ähnlichen Duft. Den kann ich eigentlich mal kurz hier einblenden, weil der hier ja auch angegeben ist. Und das ist eben dieser Amber Nuit. Und da habe ich ihn ganz groß und der ist schon geil, ne? Also, im Endeffekt doppelt zu haben, ja, aber Haltbarkeit muss man sagen, für einen Sommerduft, für mich ist das 'n Sommerduft, den man aber auch ganzjahres tragen kann, ist das bombastisch. Haltbarkeit 8,2. Ich würde ihn fast sogar hochschrauben. Sehr nice. So, ich habe schon gesehen, dass der nächste auf Platz 3 kommt. Das ist der Torino 21. Ja, ein Minzduft, wie er im Buche steht, da habe ich auch überlegt, den abzugeben, weil ich bin, irgendwann ist mit Minze bei mir gut. Pacific Chill ja, Torino 21, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich den jetzt noch mal tragen, wenn's grade warm wird, wenn's denn mal warm wird endlich, dann sehe ich das vielleicht wieder 'n bisschen anders, aber obwohl, dieses Aber weiß ich nicht. Ich muss das mal abwarten, aber es ist natürlich 'n richtig schöner Jasmin, Lavendel, wie ihr sehen könnt, schwarze Johannisbeer, Minz-Zitronenduft. Der ist gut gemacht. Das ist 'n schönes Teil, Haltbarkeit 7,7, 7 sorry, nicht so schnell, CH 7,5. Ja, kann ich so unterschreiben und ja, ihr kennt diesen Flakon, das Bild ist hier nicht grade so gut. Aber ich muss, glaube ich, zu Torino 21 nichts mehr sagen. So, Vibrato auf Platz 2 von Sospiro. Und auf einmal ist Sospiro da, wo ich schon vor 2, 3 Jahren von gesprochen habe, wo es keiner hören wollte. Mehr will ich darüber auch nicht mehr sagen. Es ist einfach anders gemacht, noch ein bisschen als vielleicht Search-Off, haben trotzdem ihre Grund-DNA so im Hintergrund. Es ist ein schönes Teil. Wir können ja hier noch mal gucken, wer den Tiger hat von Bulgari. Ich bezweifle, dass den so viele haben, weil er eben auch sehr teuer ist. Ich würde fast sagen, greift dann zu diesem Sospiro, weil er eben günstiger ist, oder ihr greift zu, ja, ihr könnt auch zu den hier, zu denen hier greifen, aber ich würde den, tatsächlich von Sospiro, sage ich mal, bevorzugen im Endeffekt. Es ist schon ein stabil, schöner, frischer, ja, starker, holziger Duft in meiner Nase, zitrisch-holzig, und die Haltbarkeit, wie hier ist angegeben, wirklich bombastisch. Gut, also passt auf Platz 2. So, und aktuell auf Platz 1 ist tatsächlich der Naxos. Ja, einer meiner Lieblingsdüfte, ihr kennt das. Ich wollte jetzt auch nicht alle einblenden. Ich nehme übrigens dieses Video um 2:45 nachts auf tatsächlich, weil ich gucke UFC nebenbei und ich habe so viel zu tun, deswegen machen wir das hier wirklich nebenbei spät, aber ihr wisst, ich bin immer am Start und deswegen geht das. Naxos, Tabak, Honig, Vanille, Endstation, von Allerfeinsten. Ich habe natürlich noch eine Version von 2020. Ja, die habe ich, aber ganz ehrlich, diese Version ist trotzdem noch stabil gut, da müsst ihr auf jeden Fall keine Angst haben. Wer natürlich sagt: „Lasst den stehen“,
damit der Juice ein bisschen dunkler wird, ja, wird er. Oder zu sagen, er wird genauso wie die 220er Version oder meinetwegen noch eine bisschen ältere. Nein, so wird sie nicht. Aber er ist trotzdem noch gut und er hält gut, weil ich habe eben Leute, die haben die neue Version. Ich kenne die 25er Version, die habe ich ein bisschen aufgesprüht. Trotzdem finde ich natürlich meine 220er Version schon, wie soll ich sagen, geiler. Die ist potenter, die ist ein bisschen, was heißt potenter? Sie ist runder, abgerundeter, anschmiegsamer und man merkt die Qualität, finde ich meines Erachtens ein bisschen besser. Ihr könnt den ruhig gern stehen lassen, aber es wird nicht so werden wie die 220er Version. Ja, das ist meine Meinung. So, das waren, sage ich mal, die Top 10 Unisex-Düfte der oder des letzten Monats von Parfumo. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ganz interessant. Ich, vergesse das immer. Ist auch in Ordnung. Ich muss das auch nicht so oft machen. Mir fiel das nur mal ein, das jetzt zu machen, vor allen Dingen, weil ich so noch gerade hier jetzt nachts gearbeitet habe, dachte ich, ich mache das jetzt noch mal hier in meinen neuen, ne? In dem Fall, ich habe es ja jetzt wieder ein bisschen geändert in Vollbildmodus, aber wenn ich solche Videos mache, so mit Parfumo, dann wird es natürlich hier gemacht. Also Freunde, da würde ich mal sagen, ihr könnt gerne was unterschreiben, was ihr davon haltet. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann würde ich sagen, bin ich raus. Und soll ich jetzt sagen, gute Nacht oder guten Start in die neue Woche? Whatever, auf jeden Fall viel Spaß und schreibt mal runter, was ihr davon haltet, Freunde. Bis zum nächsten Mal.